5 Jahre lang waren wir auf der Suche nach dem passenden Zuhause für uns in Südamerika. Wir haben in verschiedenen Ländern geschaut, verglichen, gezweifelt und ehrlich gesagt auch schon fast aufgegeben, bis wir endlich etwas gefunden haben, das zu unserem Leben passt. Es gibt aber einen Haken. Es ist nämlich gar nicht dafür gedacht, dass wir selbst dauerhaft drinnen leben werden. Ja, als digitale Nomaden war für uns ganz was anderes wichtig. Eine flexible Homebase. Also ein Ort, den wir nutzen können, wenn wir hier sind und etwas, das für uns arbeitet, wenn wir unterwegs sind. Deshalb haben wir uns für sogenannte Monoambiente entschieden. Ja, hier bin ich in meinem kleinen Monoambiente. Man sieht, es ist wirklich chiquitito, aber genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Was hat uns schlussendlich überzeugt? Heute treffen wir Julian, der uns erklären wird, warum dieses Konzept so gut für uns funktioniert. Wie lässt sich das Paraguay von heute mit früher vergleichen? Früher kam ja niemand her, weil keiner Paraguay kannte. Jetzt wurden diese Vorteile entdeckt. Vorteile, die man als Tourist nie kennen würde, weil Eigentlich kommt niemand nach Asunción zu reinen Urlaubszwecken. wer also kommt nach Asunción? Asunción ist hier Nummer 1 weltweit im Wachstum bei digitalen Nomaden. Was früher als zu abgelegen galt, wird heute für uns zur perfekten Alternative zu Europa. Deshalb schauen wir uns heute an, was hier gerade am Entstehen ist. Ja, diese Stadt steht erst am Anfang. Erleben wir vielleicht gerade den Moment, bevor Paraguay wirklich entdeckt wird? Wir besuchen heute Julian, der die Entwicklung Paraguays seit Jahren miterlebt und erklärt, was die meisten über dieses Land komplett falsch einschätzen. Also Julian, wir sind heute bei dir. Ich dachte mir, möchtest du was über dich erzählen, damit die Leute dich kennenlernen? Also ich bin Julian Sand, Deutscher, habe aber die ganze Zeit im Ausland gearbeitet, bin früh nach Paris gegangen, dann nach Singapur. Ich war 13 Jahre in Singapur, erst als Investmentbanker, dann mit einem eigenen kleinen Fonds. Dann bin ich 2011 nach Paraguay gekommen, auf der Suche nach einem neuen Investmentthema. Und das war damals Ackerland, Agrarland, das in Paraguay am günstigsten war weltweit, gemessen an der Qualität des Ackerlands. Und auf diesen Besuchen habe ich mich dann in das Land verliebt, bin hier geblieben und ja, bin dann hierher gezogen und wirklich voll in Paraguay seit 2011. Abgesehen von Ackerland bin ich dann im Laufe der Zeit in auch andere Bereiche des Immobiliensektors gegangen. Zunächst in Parzellierungen. Das sind Entwicklungen am Stadtrand, wo man Landteile, größere Landflächen in Parzellen aufteilt. Oder auch einfach am Anfang Grundstückskäufe, Verkäufe hier in Asunción. Erst in 2022 habe ich angefangen, aber zunächst als Partner mit einer anderen Gruppe in Wohngebäude zu investieren und habe dann gemerkt, dass das ein spannendes Thema ist. Aber dann kam eine Idee, die ich auch allein verwirklichen wollte, und das war mit dieser Welle an Ausländern, die plötzlich reinkamen nach Paraguay, Gebäude zu bauen, die in Top-Lage sind und die ausschließlich aus Studio-Apartments bestehen. Ja, und genau das war für uns interessant. Wir haben uns meistens ein Airbnb gemietet, ein Schlafzimmer, gute Lage, alle Amenities, und trotzdem lagen wir schnell bei 1.000 € oder mehr. Und was uns dabei wirklich aufgefallen ist, nachts konnte man in vielen dieser modernen Wohnhäuser sehen, dass ein großer Teil der Wohnungen komplett dunkel blieb, also leer stand. Da haben wir uns natürlich gefragt, wenn die Nachfrage so groß ist, warum stehen diese ganzen Wohnungen leer? Denn ich habe eins beobachtet, hier in der neuen zentralen Zone von Asunción, wo die ganzen Bürotürme wachsen, sind überwiegend noch Einfamilienhäuser für traditionelle Familien. Ist alles wunderschön, schön grün. Es werden dann eine Reihe an neuen Apartmenttürmen gebaut, aber mit größeren Wohnungen. Also Wohnungen mit 1, 2, 3 Schlafzimmern oder noch größere. Aber es fehlte völlig irgendwas für Airbnb oder auch für junge Paraguayer, die in der Nähe ihrer Arbeitsplätze, der Bürotürme, wohnen wollen, sich also selbstständig machen von ihrer Familie. Warum fehlte das? Es fehlte, weil in dem neuen Zentrum von Asunción, das sich jetzt erst formiert hat, eben einfach keine alte Wohnbausubstanz da war, bis auf ganz viele Einfamilienhäuser. Das heißt, alles fehlte. Und das, was andere Entwickler zuerst gesehen haben, war
die Notwendigkeit für Familien in der Nähe dieses Zentrums zu wohnen, aber eben nicht für die vielen jungen Singles. Also nochmal, Singles, die in Vororten bei den Eltern wohnen, nicht so früh heiraten wie früher. Früher hat man hier mit 19 geheiratet und seine Familie gebildet. Heute ist es auch mit über 30 im Schnitt. Das heißt, diese Leute brauchen eine Wohnform für die Jahre, in denen sie jung sind. Und das ist eben bei den niedrigen Einkommen hier in einer guten zentralen Lage maximal eine kleine Studiowohnung. Sogenannte Monoambiente. Monoambiente, genau. Monoambiente ist Spanisch für Studio, also für eine Wohnung, die einfach nur aus einem Raum besteht. Man braucht auch im Prinzip nicht mehr als junger Mensch, denn man arbeitet ja den ganzen Tag und wenn man dann nach Hause kommt, kommt man meistens nicht direkt nach Hause, sondern man geht ins Gym, man geht abends aus mit Kollegen. Ja, und selbst wenn man dann zu Hause ist und noch irgendwas machen will, dann haben wir ja in unseren Wohnturmen, und das ist ganz wichtig, immer eine Dachterrasse. Und auf der Dachterrasse haben wir einen kleinen Pool, den man hier das ganze Jahr benutzen kann, weil es ist das ganze Jahr warm. Wir haben ein Coworking Space, das ist essentiell für die ganzen digitalen Nomaden, aber teilweise auch für die Paraguayer, dass man einfach in einem netten Ambiente auf der Dachterrasse mit Blick an seinem Laptop arbeiten kann und dabei auch andere Leute kennenlernen kann. Also Coworking ist ein Herzstück von unserem Konzept. Dann gibt's den sogenannten Kincho, das ist eine Art Eventraum mit Grill, es ist immer ein Grill dabei hier in Paraguay, wo man kleine Events und Feste verursachen kann. Also man kann also Leute einladen, das ist wichtig, ohne das in seinem kleinen Studio machen zu müssen. Und dann ist eben daneben noch eine offene Terrassenfläche und es ist auch ein kleines Gym in jedem unserer Buildings. Das heißt, man muss also nicht mehr das Gym bezahlen, sondern man hat es auch in seinem Gebäude. Das heißt, man hat also wirklich alles, was man braucht. Das ist so eine richtig moderne Entwicklung eigentlich hier in Asunción, Ja. ne? Dass sich das so ändert für die jungen Leute besonders. Genau, ganz genau. Also es ändert sich für die jungen Leute und die zweite neue Entwicklung sind eben die digitalen Nomaden, junge Ausländer. Asunción ist hier Nummer 1 weltweit im Wachstum, nicht in der absoluten Zahl, aber im Wachstum bei digitalen Nomaden. Und man merkt es einfach, vor ein paar Jahren gab es kaum junge Leute aus dem Ausland hier. Und jetzt ist alles voll. Also wir haben jetzt Expats-Meeting, wir haben, also wo man abends weggeht und die Leute aus allen Ländern herkommen in irgendwelchen Pubs. In den großen Shopping-Centern haben wir auch viele Cafés und viel Gastronomie ist in den Shopping-Centern. Man hört alle Sprachen der Welt. Das ist einfach eine Änderung. Und das ging eigentlich richtig erst los 2024 und dann eine Exponentialkurve, kommen immer mehr und mehr und mehr. Und da kommen, ich würde sagen, die Hälfte ist aus Europa und die andere Hälfte ist zum großen Teil aus anderen südamerikanischen Ländern, weil Asunción hier auch viele Vorteile bietet für junge Argentinier, junge Brasilianer, so dass man eben auch also ein absolut internationales Spektrum hat bei den jüngeren Leuten, die jetzt hier das Nachtleben bevölkern. Ich finde Asunción, so im Gegensatz zu anderen südamerikanischen Großstädten, zieht eine andere Art von Ausländer an, oder? Wir sind alle so ein bisschen businessorientiert, digitale Nomaden, nicht nur hier für Urlaub, ja? Genau. Ist eher selten. Genau, also eigentlich kommt niemand nach Asunción zu reinen Urlaubszwecken. Ja. Überhaupt niemand. Die Stadt ist zwar sehr angenehm zum Leben, hat aber keine typischen Touristenattraktionen. Die Leute kommen her aufgrund einer ganz speziellen Kombination, die ideale Bedingungen, also ich muss wirklich sagen, ideale Bedingungen für digitale Nomaden bietet. Ja, einmal, man kommt her, man hat eine Bevölkerung, die ähnlich ist wie wir und die sehr fröhlich ist, offen kommunikativ, also man ist sofort Teil des Ganzen. Das ist nicht überall in der Welt so. Also es gibt andere digitale Nomadenstandorte, wo man eigentlich nur mit anderen Ausländern zusammen ist und überhaupt nie mit den Einheimischen in echtem Kontakt steht. Und hier ist es völlig anders. Also hier mischt sich alles. Ja, und das macht das Ganze sehr angenehm. Dann ist es eine Stadt, zwar ohne Strand oder besondere Attraktionen, die aber sehr grün ist. Das heißt, es gibt viele Restaurants, die sind einfach in umgebauten Villen und da ist jetzt halt ein Restaurant drin und es sind Bäume drumherum und man kann draußen oder drinnen sitzen. Also es ist eine Atmosphäre, die anders ist als zum Beispiel in Singapur, wo ich vorher gewohnt habe, wo alles wie in einem ganz dicht gedrängten Dampfkessel irgendwo strukturiert ist. Also hier ist alles so noch weitläufig und eben
eben grün. Also die Bäume sind das ganze Jahr alle grün. Das sind große Bäume mit vielen Blättern überall, die auch Schatten spenden. Das macht die Stadt angenehm. Das nächste ist, die Gastronomie ist sehr vielfältig. Wir haben hier schon immer viele Japaner, Koreaner und Chinesen, weil die durften hier einwandern schon ab der 50er, 60er. Das heißt, wir haben diese Immigration Communities. Wir haben natürlich auch deutsche Restaurants. Also wer zur Bayernstube oder zum Oktoberfest gehen will, ist hier auch gut versorgt. Und dann haben wir natürlich die ganze lateinamerikanische Gastronomie. Die ist auch unterschiedlich. Wir haben hier argentinisch geprägt, brasilianisch geprägt, paraguayisch, peruanisch, was wieder ganz anders ist, aber hervorragend. Also auch das haben wir. Das heißt, von der Gastronomie ist es sehr gut und dann das ganze Nachtleben ist sehr angenehm. Also die Pubs oder Discos oder Clubs, wie man das jetzt nennt, easygoing, man lernt schnell Leute kennen. Das alles macht es sehr angenehm. Und das ist natürlich dann kombiniert mit den knallharten monetären Vorteilen, die hier einzigartig sind und die natürlich der Hauptantrieb sind für diesen Tsunami an Leuten aus dem Ausland, die hierher kommen. Wir haben das territoriale Steuersystem, das ist also der Eckpfeiler von Paraguays Boom. Das heißt, man kommt hierher und zahlt auf alle internationalen Einkommen überhaupt gar keine Steuern. Man muss sie auch nicht erklären, man wird von keinem Bürokraten verfolgt. Allein das ist ja für viele Leute schon eine riesige Befreiung von einem Ungemach, das man immer erfahren hat in seinem Heimatland. Ja, das ist das Erste. Dann aber auch die lokalen Steuern sind sehr niedrig, das Preisniveau ist moderat. Und es ist sehr einfach, sich hier niederzulassen. Also die Formalitäten für die Einwanderung sind gemessen an den meisten anderen Ländern einfacher. Das heißt, wir haben wirklich an allen Punkten nur Vorteile und das entdecken die Leute, das entdeckt die internationale digitale Nomaden-Community. Und hier ist es auch wichtig. Es gibt heute ungefähr 30 Millionen digitale Nomaden in der Welt. Mehr als man denkt. Vor dem Covid gab es 5 Millionen. In den 2030ern soll es auf 60 Millionen steigen. Die digitalen Nomaden sind überwiegend eigentlich kleine Unternehmer, kleine Technopreneurs und haben im Schnitt ein Einkommen von $5.000 steuerfrei und sind junge Singles. Das heißt, die leben sehr gut und in so einem Land wie hier leben die alle fürstlich. Ja, das heißt, es werden immer mehr und die kommunizieren untereinander und locken dann wieder andere digitale Nomaden in das Land, das überhaupt dadurch erst bekannt wurde. Früher kam ja niemand her, weil keiner Paraguay kannte. Jetzt wurden diese Vorteile entdeckt, werden international bekannt und es löst eine regelrechte Lawine aus. Wenn man vergleicht, wie Asunción jetzt aussieht, verglichen zu vor ein paar Jahren, es wird gebaut. Aber leider fast nur hochpreisige Apartments. Man darf also nicht annehmen, dass alles immer so billig ist. Wir sind jetzt seit über 5 Jahren hier und ich war schon ein bisschen überrascht, wie teuer Mieten hier sein kann. Ja. Für ein Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, ja, es ist schon ziemlich viel, besonders für einen paraguayischen Standard. Deshalb haben wir uns so gefreut, als wir dich und deine Projekte kennengelernt haben. Wie viel hast du jetzt schon gebaut und wie viel sind noch im Bau? Also wir haben insgesamt 5 Objekte. Mit 350 Studiowohnungen und von den 350 sind gut 300 verkauft. Alle sind in Bau, die ersten 33 sind fertig. Dann kommen 89, die werden jetzt in wenigen Monaten fertig. Und dann kommen 3 andere Gebäude, die in Bau sind, aber noch in der Anfangsphase. Ja, in diesem ersten Gebäude, das fertig ist, in dem befinden wir uns jetzt. Im letzten Jahr haben wir die Baustellen einige Male besucht und es war interessant, bei so einem Prozess dabei zu sein. So, wir sind heute auf einer Baustelle mit Freunden, die in Asunción ein Grundstück bzw. eine Wohnung kaufen wollen. Und diese hier wird erst jetzt gebaut. Man sieht da ein bisschen was. Sobald der Rohbau gestanden ist, konnte man auch reingehen und besichtigen. Hier in Paraguay ist es oft ganz normal, dass man schon vor oder während des Baus eine Wohnung kauft. Das heißt, deshalb starten die auch mit so Niedrigpreisen. Wenn die Wohnung dann fertig ist, kann man sie locker mit einem Aufschlag von 20% oder so wieder verkaufen. Auf die Wohnung von Paul bin ich fast ein bisschen neidisch. Die hat nämlich eine super Aussicht. Die Wohnungen in den Ecken haben meist die größeren Balkone übrigens. Qué vista hermosa, ¿huh? Se llevó una vista. Sí. Und davon sind 2 Gebäude auch verkauft. Das 3. haben wir jetzt gerade gelauncht. Und da haben wir noch eine Reihe an Studiowohnungen frei. Und auch, man muss sagen, wir haben
erst einige verkauft, aber die suchen sich natürlich so die Filetstücke raus von der Lage her und vom Stockwerk her. Das heißt, es geht also jetzt voran. Immer wenn ein Gebäude gelauncht wird, gibt es einen Spatenstich mit kleiner Feier und dann geht der Bau los. Wir sind heute beim Spatenstich von Parklofts Los Árboles. Die Bauzeit variiert je nach Größe. Bei den kleinen Gebäuden wie diese 1-2 Jahre. Und man merkt, die besten Wohnungen, also die mit größtem Balkon zum Beispiel, sind die meistens in der Ecke. Die sind immer schnell weg. Wir haben auch noch die Startpreise. Normalerweise ist es so, dass wir, wenn jetzt sagen wir mal vielleicht die Hälfte verkauft ist, dass wir die Preise dann ganz leicht anheben. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Also wir haben jetzt noch die Startpreise. Wer die Filetstücke noch haben will, der muss jetzt kaufen. Deswegen ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Gut, früh kaufen ist billiger, ja. Aber es gibt auch immer ein Risiko, dass etwas nicht fertiggestellt wird, oder? Genau deshalb haben wir uns jahrelang verschiedene Projekte angesehen, mit Leuten vor Ort gesprochen, bis alle unsere Fragen geklärt waren. Die Unterzeichnung der Verträge war natürlich ein aufregender Tag für uns. Man muss aber wissen, dass der sogenannte Titel erst ein Jahr, nachdem das Gebäude fertig ist, ausgestellt wird. Bis dahin hat man den Kaufvertrag. Warum kaufen Leute denn diese Apartments? Ist es für Investment, um sie zu vermieten, oder? Also fast alle kaufen es als Investmentprodukt, fast schon wie ein Finanzprodukt. Das geht ja los in den 40.000ern schon, eine Einheit. Das heißt, Dollar, es ist Dollar, genau. Das ist also wie ein Bondkauf an der Börse, nur dass ich mehrere Vorteile habe gegenüber einem Bond. Ein Bond normalerweise bringt heute nicht allzu viel Rendite, und wenn er viel Rendite bringt, dann bringt er ein hohes Risiko, dass ich mein ganzes Kapital verliere. Und im Best Case kriege ich ja 100 zurück auf meine 100. So, hier haben wir überall Vorteile. Ich bekomme hier eine viel höhere Rendite. Ich bekomme mit hoher Wahrscheinlichkeit im Lauf der Zeit eine Wertsteigerung, also ob das jetzt nur mit der Inflation ist oder ob das noch stärker steigt durch den Zuwachs, sagen wir mal, hier im Zentrum von Asunción an noch viel mehr Bürogebäuden, noch viel mehr Ausländer, dass wir also richtige Capital Gains haben. Das ist alles möglich, aber normalerweise würde ich davon ausgehen, dass wir eine gewisse Wertsteigerung haben und dann noch eine Rendite, die also viel höher liegt als bei Bonds. Und ich habe kein Risiko, eigentlich kein Verlustrisiko, weil das von den Preisen, dass die auch noch fallen können, das ist fast unmöglich, weil das, was ich hier bezahle mit 45.000, 48.000 Dollar, das ist wirklich Stein, Beton, Metall, der Schweiß der Arbeiter, und darüber ist keine heiße Luft und keine große Marge. Ja, wie in anderen Städten. In anderen Städten, da kostet der Bau, was weiß ich, 2.000 pro Quadratmeter und ich zahle aber 10. Ja. Wo sind die 8? Die kann ich vielleicht auch verlieren, wenn es mal wieder runtergeht, wenn wie in Dubai ein Krieg kommt oder wie wenn in Europa vielleicht zu sehr negative Entwicklungen in Zukunft kommen werden. Dann können da ja auch die Preise runtergehen, allein weil ich 80% heiße Luft kaufe und 20% Substanz. Und hier kaufe ich nur die Substanz und habe einen Markt, der eigentlich immer nur wachsen kann. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, was ist besser, Kurzzeit mit Airbnb oder Langzeitmiete, was würdest du empfehlen hier? Also in Airbnb bekomme ich tendenziell eine höhere Miete. Wir haben jetzt in unserem Fall, in dem Gebäude, was wir jetzt verkaufen, Parklofts Los Árboles, da haben wir in unserem Base Case, also in dem Standard-Rendite-Modell, haben wir angenommen eine Rate in Airbnb pro Nacht von $38. Das ist jetzt im internationalen Vergleich lächerlich. In Asunción für eine sehr gute Lage ist es auch eine konservative Annahme. Und wir haben angenommen eine Auslastung von 70%. Ich persönlich gehe von einer höheren Auslastung aus, aufgrund eben dieser Lage in der Nähe von großen Bürotürmen und in der Nähe von Cafés, Restaurants und diesem Ganzen gehe ich von einer höheren Auslastung aus. Aber bei 70% sind es also 21 Tage im Monat. Das kommt dann auf eine Bruttoeinnahme, einen Bruttoumsatz pro Apartment von 800 in Airbnb. Davon gehen ab 15% an Airbnb, 15% an einen Airbnb-Verwalter. Das ist eine Dienstleistung, die wir anbieten, die Sie nicht nehmen müssen. Sie können diese 15% als Investor auch selbst verdienen. Ihr macht dann Marketing, Reinigung und so weiter? Genau, wir organisieren für die 15% die Reinigung, wir machen das Marketing.
Wir sorgen dafür, dass alles klappt, dass die Leute reinkommen, dass die Leute rausgehen. Die Leute haben viele intelligente Fragen, manchmal auch dumme, die muss jemand beantworten. Das kann man alles selber machen und dann verdient man die 15%. Ich würde das immer an den Verwalter auslagern, weil das einfach effizienter ist. Auch zum Beispiel Versicherung. Wenn der Airbnb-Kunde irgendwas kaputt macht oder klaut, dann zahlt das eine Versicherung bei Airbnb. Aber die muss ich natürlich dann erstmal anschreiben und mit der kommunizieren. Als Individuum ist das nervig. Der Airbnb-Verwalter macht das die ganze Zeit und hat da eine Routine. Und all das belastet mich nicht, wenn ich diesen Service auslagere. Aber nehmen wir mal an, wir lagern es aus, dann haben wir 30% von den 800 bleiben dann übrig, 560. 60 habe ich ungefähr an Nebenkosten. Es geht vielleicht ein bisschen mehr noch ab an Abnutzung, ein bisschen über die Zeit und was weiß ich was. Das heißt, real, netto, nach wirklich allen Kosten rechnen wir dann ungefähr mit der Einnahme von 450. Das sind im Jahr mehr als $5.000. Das heißt, wir kommen da auf eine Rendite von in etwa 10% in diesem Base Case Modell. In einem positiven Modell, wenn also hier der Plaza Sud Ameris fertig wird, und das muss man dazu sagen, in 4 Minuten Laufdistanz von Los Arboles wird der größte Büroturm Paraguays gebaut. Der Bau hat schon angefangen. Plaza Sud Ameris vom Architekten Norman Foster, kann jeder nachgoogeln, ist einer der bekanntesten der Welt. Also das wird dann nicht nur ein normales Hochhaus, sondern eine architektonische Ikone von Asunción mit über 4.000 gut bezahlten Arbeitsplätzen in dieser kurzen Laufdistanz. Dann kann es durchaus sein, dass diese Leute in ein paar Jahren, wenn Asunción ein noch viel internationalerer Standort ist, viel mehr bezahlen als 38 pro Nacht in Airbnb. Und es kann dann auch sein, dass die Auslastung über den 70% ist, weil eigentlich immer jemand da ist, der das braucht das ganze Jahr. Weil wir werden immer noch die digitalen Nomaden haben, wir werden die Touristen haben. Und wir werden dann aus diesem Büroturm die ganze Nachfrage haben. Und natürlich auch aus anderen Bürogebäuden. Wir haben eine Reihe kleinerer Bürogebäude auch in unmittelbarer Nähe. Das heißt also, wenn wir jetzt 80-90% Auslastung haben und die Rate pro Nacht von 38 auf 50 geht, was immer noch im internationalen Vergleich wenig ist, dann bekommen wir eine Nettorendite, die hört sich unseriös an, wenn ich sie hier sagen würde, aber es kann ja jeder sich selber das ausrechnen. Das, was fest ist der Preis und der ist niedrig und die Erträge, die man damit erzielen kann, ob die sich dann internationalen Standards anpassen und dann auf meinen anfänglichen Kapitaleinsatz wirklich astronomisch hoch sind, das hängt von der Entwicklung in Zukunft ab, aber es ist gut möglich. Während ein Downside-Szenario kann ich eigentlich nicht sehen in dieser Top-Location. Denn, und das muss man nochmal sagen, selbst wenn die digitalen Nomaden wegfallen und ich statt Airbnb in ein Dauermietverhältnis übergehe, das heißt, dass ich das an Paraguayer vermiete, in der Dauer vermiete, dann würde ich immer noch eine Nettorendite bekommen von ungefähr 7,5%. Und das ist dann leicht erzielbar, weil viele junge Paraguayer, so wie ich es am Anfang gesagt habe, in ihren 20ern, ziehen aus von zu Hause, aus den Vororten. Hier in den Vororten habe ich einen fürchterlichen Verkehr. Ich brauche also dann 1,5 Stunden, um hierher zu kommen, in der Rush Hour und nochmal 1,5 Stunden. Das ist also, zerstört ja quasi das Leben von diesem jungen Menschen. Es gibt über 1 Million Pendler hier, oder? Jeden Tag. Genau. Und das ist wichtig. Die Stadt Asunción hat nur 500.000 Einwohner. Der Ballungsraum hat 2,5 Millionen Einwohner. 2 Millionen wohnen in den Vororten unter schrecklichen Verkehrsbedingungen. Und diese Leute werden alle so eine kleine Studiowohnung haben wollen. Dann brauchen sie gar kein Auto mehr, weil sie können ja zur Arbeit laufen. Sie können auch ins Café oder in viele Restaurants laufen. Oder sie nehmen ein Uber oder Bolt, diese günstigen Taxiunternehmen. Das kostet die Kurzstrecke hier im zentralen Bereich nicht mal 2 Euro. Das heißt, da macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr, ein eigenes Auto zu haben. Und wenn ich das Auto nicht mehr habe, habe ich dann das Geld, um so ein Studio-Apartment zu mieten, auch als jüngerer Paraguayer, der noch nicht so viel Geld verdient. Was kann man denn annehmen bei einer Langzeitmiete, bei einem Projekt wie Los Arboles? Bei einer Langzeitmiete würde ich im Moment ausgehen von ungefähr $450 pro Monat.
Immerhin, wie gesagt, ich bekomme dafür nicht nur das Studio, sondern auch noch den ganzen Luxus auf der Dachterrasse dazu. Ja, das muss man ja sehen. Es gibt ja andere Studio-Apartments, wo ich nicht diese sogenannten Amenities habe, also diese ganzen, sondern eben nur mein Studio. Da wäre die Miete dann niedriger. Aber wenn ich das alles habe, ist 400, 450 in einer solchen Lage sehr realistisch. Ja, falls du dich für Langzeitmiete entscheiden möchtest und die Verwaltung abgeben willst, das heißt, Verwaltung ist die Mietersuche, dich um Mieteinnahmen kümmern und so weiter, musst du wissen, dass davon 10% von den Mieteinnahmen dann abzugeben sind. Im Vergleich zu Airbnb wären es 15%. Und du musst die Wohnung nicht mal selbst ausstatten. Es gibt nämlich verschiedene Möbelpakete, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Julians Frau erzählt uns mehr. Entonces, Sol, also Sol, welche Möbelpakete bietet ihr an? Also die 3 Hauptpakete sind das Basic, Airbnb und das Premium-Paket. Unsere Kunden, die im Ausland leben, wollen keinen Stress. Dann kümmern wir uns um alles. Sie müssen sich um nichts sorgen. Das Basic-Paket ist eher einfach, mit Bett, Kleiderschrank, Mikrowelle und den wichtigsten Dingen. Das Airbnb-Paket hat mehr Ausstattung und mehr Extras. Und das Premium-Paket ist wirklich super und hochwertig. Und der Kunde wählt einfach das aus, was er möchte. Ja, hier bin ich in meinem kleinen Monoambiente. Man sieht, es ist wirklich chiquitito, aber genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Es hat das ganze Equipment von Besteck, Handtüchern, Kaffeemaschine, Waschtrockner, alles, was ich eigentlich für mein Leben brauche, gutes Internet und ich fühle mich auch richtig wohl hier. Ja, auch in dem neuen Gebäude, was sie gerade beginnen zu bauen und wo noch Wohnungen verfügbar sind, sieht das Standard-Apartment ungefähr so aus. Ein paar Details sowie Balkongrößen variieren ein bisschen. Ich habe auch noch in 800 Meter Distanz die Universidad del Pacífico. Das ist eine Universität, wo sehr viele junge Brasilianer Medizin studieren. Das sind meistens Arztkinder, die den Numerus Clausus in Brasilien nicht geschafft haben und dann hier so wie deutsche Arztkinder in, weiß nicht, Moldawien oder irgendwas Medizin studieren. In Österreich. In Österreich, okay. Oh, Österreich, wunderbar. Und das ist zumindest die gleiche Sprache da, ne? Also nicht, muss man kein Moldawisch lernen. Ne? Und also die kommen hierher, studieren Medizin und die sind alle in der Lage, genau diese Art von Studios zu mieten. Denn die müssen ja was mieten, weil sie aus dem Ausland kommen. Und als Medizinstudenten und Arztkinder haben die dann auch das Geld, um zumindest so eine Studiowohnung ich habe gehört, zu bezahlen. Dass dieses Konzept der Wohngemeinschaften hier nicht existiert. Stimmt das? Genau, das ist wichtig. Es gibt hier keine Wohngemeinschaften. Die Vermieter lassen das nicht zu, dass mehrere junge Leute sich sowas teilen. Das ist, es ist nicht üblich und die Vermieter werden dann misstrauisch. Es ist, das ist generell wichtig, gar nicht so leicht, einen Dauermietvertrag zu unterschreiben für jüngere Leute, denn man braucht hier normalerweise einen Bürgen und dieser Bürge muss bestimmte Kriterien erfüllen und seine Einkommensunterlagen vorlegen, dem Vermieter und meistens auch dem Maklerbüro, das da einen standardisierten Evaluationsprozess des Bürgen auch noch hat. Und wer macht das schon freiwillig? Okay. Und dann ist eben auch noch da eine Kaution. Ich brauche, wenn es nicht möbliert ist, auch noch die Möbel. Das sind alles Fixkosten, die man nicht gerne ausgibt. Da geht man lieber in das schon voll nicht nur möblierte, sondern voll ausgerüstete Airbnb. Oder eben auch im Dauermietverhältnis in eine voll ausgerüstete Wohnung, wo ich nicht diese Kapitalkosten am Anfang habe. Das sind alles Gründe, warum die Leute zu uns gehen und nicht normale Wohnungen anmieten können, so muss man es mal sagen, ja, nicht können. Und das bedeutet eben, dass die jüngeren Leute normalerweise bei den Eltern wohnen. Und zwar so lange, bis sie sich selbst was leisten können. Und bei den heutigen Preisen und weil man heute nicht mehr so früh heiratet, bedeutet, dass die oft bis in die 30er bei den Eltern wohnen. Ja, aber das nicht unbedingt wollen, sondern die würden gerne was haben. Und diese Lösung, die bieten wir ihnen eben auch. Ja, es gab auch Dinge, die ich persönlich anders haben wollte und die wurden dann von den Arbeitern selbst nach Fertigstellung der Wohnung noch verbessert. Zum Beispiel wurden ein paar Anstriche verbessert oder ich wollte auch eine Fliesenwand bei der Küchenzeile haben. Da haben sie dann noch hier sauber gekriegt mit bisschen Pastina. Und ja, jetzt muss man sich nicht mehr so viel Sorgen machen, dass beim Kochen irgendwas passiert.
Übrigens, falls dich auch so ein Studioapartment interessiert, kann ich dir gerne erzählen, worauf ich persönlich beim nächsten Mal besser achten würde. Du hast jetzt eher von niedrigpreisigeren Projekten gesprochen. Hast du auch noch was Hochpreisiges von dem Spatenstich, wo wir letztens waren? Genau, also wir haben ein anderes Projekt, das ist eigentlich unser größtes, der Park Lofts Tower. Der Park Lofts Tower hat 27 Stockwerke und ist direkt gegenüber dem Paseo Galleria. Der Paseo Galleria ist der größte Immobilienkomplex von Paraguay mit 2 sehr großen Büroturmen, mit dem größten Shopping und auch dem größten Gastronomiecenter von ganz Paraguay. Und liegt auch noch in der Gegend, wo das andere große Shopping ist und mehrere andere Bürotürme sind. Also das ist eigentlich der zentralste Punkt überhaupt. Und wir sind direkt gegenüber mit dem Park Lofts Tower, mit unserem großen Projekt. Im Park Lofts Tower haben wir die Studiowohnungen alle verkauft in kürzester Zeit. Also selbst die paraguayischen Käufer haben uns die aus den Händen gerissen. Und das ist schon eine Ausnahme, weil wir als neuer ausländischer Immobilienentwickler sind die Paraguayer ja erstmal skeptisch. Okay. Und einfach da aufgrund der Lage haben die das alles dann eben doch überwunden, sagen wir mal, ihre Scheu vor dem Neuen und haben bei uns gekauft, weil sie unbedingt in dieser Lage kaufen wollten. Denn da geht man eigentlich davon aus, von der Belegung, ja, vielleicht nahe 100%. Ich weiß nicht, ob es wirklich so wird, aber einfach durch diese direkte Lage gegenüber. Wir haben da überhaupt keinen Konkurrenten. Unsere Konkurrenten sind das Sheraton Hotel, das Hotel vom Paseo. Das sind also, wo ich $150 pro Nacht bezahle. Wir haben da angenommen in unserem Modell $48 in unserem Rendite-Modell. Also das heißt, alle, die Kurzzeit Wohnraum brauchen, werden zu uns kommen. Da ist keine Konkurrenz. Und die normalen Apartments, die da sind, die Hochhäuser, sind super High-End, wo ich ganz hohe Miet- und Kaufpreise habe und auch keine Studiowohnung, sondern größere Wohnungen. Also da sind wir quasi Monopolist in diesem Markt, in der heißesten Zone von ganz Asunción. Da haben wir also die Studiowohnung verkauft. Was wir aber noch frei haben, ist ein Penthouse und ein Semi-Penthouse. Das Penthouse ist speziell, es ist ein Konzept, was es hier in Paraguay noch nicht gab. Hat also 206 Quadratmeter, das ist aber schon das ganze Stockwerk, weil unser Gebäude sehr schlank ist. Da wären wir im 26. Stock. Wir haben einen unverbaubaren Blick über die Stadt und zwar vorne und hinten. Und die Fenster sind einfach, die gesamte Front ist ein riesiges Fenster. Die Raumhöhe ist 3,65 Meter. Also das wird monumental. Es ist nichts für Leute mit Höhenangst, sondern es ist was für Leute, die das Feeling haben wollen, wirklich über der Stadt zu schweben wie ein Adler und mit dieser riesigen Blickwand. Ja. So, und das bieten wir an für 499.000. Das ist also ein wahnsinnig günstiger Preis, weil in der Lage die normalen Wohnungen eigentlich schon etwas mehr kosten als dieses Penthouse. Und über 200 Quadratmeter, oder? Genau, 206 Quadratmeter. Ja. Und wenn jemand jetzt Interesse hat am Kauf, gibt es jetzt auch noch was ganz Besonderes mit der Aufenthaltsgenehmigung, oder? Mit einem Investment von 200.000 bekommt man sofort eine permanente Aufenthaltsgenehmigung? Genau, ganz genau. Also es ist jetzt ganz neu der sogenannte Investor-Pass. Ah ja. Und das bedeutet, wenn man 200.000 in Immobilien investiert, dann bekommt man sofort diese 10 Jahre Aufenthaltsgenehmigung, die dann auch ganz einfach verlängerbar ist, ohne durch die normale Prozedur zu laufen von erstmal diesem 2-jährigen, wo ich dann mehrmals herkommen muss und den kann ich dann vielleicht verlängern auf 10 Jahre, muss aber dann bestimmte Kriterien erfüllen, muss den ganzen Prozess eigentlich nochmal durchlaufen nach diesen 2 Jahren. Also das kann ich mir alles sparen mit dem Investor-Pass. Das heißt, wenn man von Los Árboles ausgeht, wäre das vielleicht mit 4 Wohnungen gedeckt, oder? Genau. 4 Wohnungen in Los Árboles und ich kann hier alles machen, was ich will. Mit dieser Aufenthaltserlaubnis bin ich fast einem Staatsbürger gleichgestellt. Das muss man auch sagen. Das ist ja auch nicht in jedem Land so. Also ich habe eigentlich alle wirtschaftlichen Rechte und Pflichten wie ein paraguayischer Passportinhaber. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist wählen gehen. Ich kann sogar bei Stadtratswahlen mitwählen, aber nicht bei nationalen Wahlen. Und ich kann nicht Staatspräsident oder höherer Politiker werden. Aber ich habe eigentlich fast alle Rechte und Pflichten, ja, und im normalen Leben alle Rechte und Pflichten wie ein normaler. Und das ist ja in vielen anderen Ländern nicht der Fall. Also gerade zum Beispiel in Asien
oder in Dubai bin ich ja nicht gleichgestellt einem Dubaier, wenn ich dahin gehe. Und auch in Asien bin ich es auch nicht. Da habe ich überall Restriktionen, dass ich, wenn ich eine Firma gründe, einen lokalen Partner brauche oder dass ich keine Immobilien kaufen darf, wo ein Landanteil dazu gehört und diese ganzen Geschichten. Ja, und hier habe ich alle Privilegien. Kann man dann hier eine Wohnung kaufen, ohne dass man die Cedula, also die Aufenthaltserlaubnis hat? Das geht auch. Das geht. Also jeder kann in Paraguay eine Wohnung kaufen. Nur wenn ich dann auch hier wohnen will oder wenn ich den Vorteil haben will, keine Steuern auf internationale Einkommen zu haben, dann muss ich mich natürlich hier anmelden. Und wenn vielleicht jemand Fragen hat, kann man bei dir vorbeikommen auf einen Café, oder? Ja, immer. Also ihr seid alle eingeladen, herzlich. Da zeige ich euch, was wir hier haben. Wir haben ja auch ein Modell von unserem Hochhaus. Wir haben viele Pläne bei einem Café und erkläre dann die Vorteile von unseren Produkten. Ja, super. Ja, ich fand das jetzt sehr aufschlussreich und es hat sich auch wirklich gedeckt mit unseren Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir möchten jetzt auch nicht blind für irgendwas Werbung machen. Wir haben den Prozess ja schon selbst durchlaufen, von Besichtigung zu Vertrag, zu Einrichten, zu Verbessern der Wohnung. Und falls du auch was Ähnliches vorhast, kannst du uns gerne deine Fragen schicken oder ein kostenloses Gespräch in der Beschreibung vereinbaren. Falls wir zur gleichen Zeit in Asunción sein sollten, nehme ich dich mit auf einen Besuch bei Julian oder zeige dir auch gerne die Wohnungen. Falls du unverbindliche Informationen möchtest zu den Bauprojekten oder Aufenthaltsgenehmigungen, schau in die Beschreibung.